Während Israel den Südlibanon also mit massiven Luftschlägen überzielt, zielt die Hisbollah-Miliz wiederum auf die Gebiete im Norden Israels, wie wir eben gesehen haben. Ja, mit zwar deutlich weniger Raketen, doch deren Explosionen, die sind für die oft kleinen Ortschaften dort nicht minder verheerend. Unser Reporter Max Hermes, der war in Metullah unterwegs. Das größtenteils zerstörte Dorf liegt direkt an der Grenze zum Libanon. Der Weg nach Metullah, dem nördlichsten Ort Israels direkt an der Grenze zum Libanon, endet für uns zunächst an einem Checkpoint. Die Lage sei ernst, sagen uns die Soldaten. Schnell wird klar, warum. Was wir hier hören, sind Schüsse, die von der israelischen und von der libanesischen Seite ausgetauscht werden. Wir sind wenige Kilometer von der Grenze entfernt, hier direkt in dem Gebiet, in dem gekämpft wird. Knapp 90 Minuten später dürfen wir weiterfahren, erreichen das gelbe Sicherheitstor, das Metullah von der Außenwelt abtrennt. Wo bis vor einem Jahr noch 2500 Menschen gelebt haben, herrscht jetzt gähnende Leere und das Militär. Ich treffe Bürgermeister David Azzuli, der hier als einer der wenigen die Stellung hält. Er nimmt mich mit in seinem Caddy. Unterwegs sehen wir die Grenze zum Libanon. Wir halten an einer Straße, die wenige Tage zuvor Ziel von insgesamt 9 Hisbollah-Raketen wurde, bestückt mit jeweils 60 Kilo Sprengstoff. 35 Häuser wurden getroffen, einige davon komplett zerstört. In diesem Haus wohnte eine Mutter mit ihren 3 Kindern. Jetzt versiegeln sie die Gebäude, damit kein Regen reinkommt. Wir fahren weiter durch Metullah. Fast 50% aller Häuser hier seien schon bei Angriffen zerstört worden. Das Schutzschild des Iron Dome, es ist für diese Ortschaft offenbar nicht umfassend genug. Wir hören gerade, dass es wieder Alarm im Dorf gibt. Der Bürgermeister möchte uns aber gerade noch hier die Zerstörung zeigen. Also auch eine Rakete, die hier eingeschlagen ist und dieses Haus hier in Metullah, in diesem kleinen Dorf direkt an der libanesischen Grenze, völlig zerstört hat. Auch der Strom fiel für 2 Tage aus. Jetzt räumen freiwillige Helfer auf, Versuche, die Infrastruktur wiederherzustellen. Einer von ihnen, Yossi Azor, der mit seiner Familie längst an einem besser geschützten Ort lebt. Am Ende dieses Konflikts wird die Hisbollah nicht mehr in unserer Nähe sein, uns nicht mehr bedrohen. Ob wir das durch ein Abkommen erreichen oder durch einen Krieg, um sie zu einem Abkommen zu zwingen, spielt für mich keine Rolle. Noch deutlicher wird David Azzuli. Er möchte nicht länger Bürgermeister eines Dorfs ohne Einwohner sein. Mir ist wirklich wichtig, die Bedrohung durch Hisbollah zu beenden. Bis zum 8. Oktober war es hier friedlich, doch dann fing die Hisbollah an, uns anzugreifen. Und ich sehe keine andere Lösung, als sich mit ihnen anzulegen. Es braucht eine Militäroperation, die Armee muss ihren Job dort beenden, damit die Menschen hier wieder in Sicherheit leben können. Wir verlassen Metullah, diese malerisch gelegene Ortschaft, die inzwischen zum Frontgebiet geworden ist und das wohl auch noch länger bleiben wird.